Hallihallo. Hallo. Es ist schon wieder Freitag. Die Zeit rennt. Echt. Weihnachten kommt immer dichter. Mit großen Schritten. Aber wirklich, Ja. ne? Mhm. So. Und wir haben schon wieder tolles Weihnachtspapier, ne? Ja. Oder? Das ist in so- braunen Tönen. Ja. Latte, Cappuccino, wie auch immer man das nennen mag. Richtig schön. Ja. Wir fangen mal von vorne an hier. Hier haben wir einen ganz tollen Stern mit Wörtern drin. Sprüchen kann man ja nicht sagen. Hier haben wir Vorfreude, Heiligabend, Kerzenschein, Krippenspiel, Lichterketten, Lebkuchen. Also ganz toll. Hinten so ein Rautenmuster. Ja, passt alles schön zusammen. Hier, Ich den mag find das ich auch, ne? Oh, ich stehe ja so auf Kleckse ja, Hirschgeweihe und das ist schon richtig toll. Ne? und ja. So, hier hinten haben wir kleine Rauten. Ich wollte Ja. klein kariert sagen, aber nein. Kleinkariert. Hier haben wir diese Wörter, die in dem Stern drin sind, nochmal in groß. Ist eine tolle Farbe, finde ich. Ja. Ist mal was anderes als grün und rot, ne? Ja, auf jeden So. Fall. Auf der Rückseite, oh, da wird dann aber ein bisschen schwummerig, ne? Und das ist dann So. rot? Ja. Das ist so ein Rotton, der, Ja. ja. Mhm. So. Oh, da kannst du aber nicht lange rauf. Nee. Man muss sich so auf den Stern konzentrieren und darf dann nicht so, hui, da wird einem ganz schwummrig. Da hatte man dann schon ein paar Glühwein. Ja, genau. Hier haben wir schwarz-weiß die Rauten und einmal den Hirsch. Ja, Ist das passt ein auch schön zusammen. Hirsch, ne? Ich will immer Elch sagen, aber Elch hat ja so Schaufeln, ne? Das Genau. ist Hirsch. Genau. So. Hier nochmal kleine Geweihe. Das finde ich auch Steht richtig, da auch. richtig. Du. Hirschkopfmuster, genau. Guck mal. In Latte. Hier ist der denn nochmal mit Flecken. Ja, so Hier, der Latte. sieht auch so ein bisschen Vintage aus, ne? Ja. Oder so holzmäßig. Oder Ja, wie der soll ist man so ein das bisschen nennen? gemasert, marmoriert so. Ja, ne? genau. Weiß nicht, kann man das da in der Kamera gut sehen? Du musst die andere Seite auch noch mal gucken, So. zeigen. Weil ich finde, das ist ja nicht, also das ist ja, es hat ja viele Farben mit drin. Ja, das ist Ne? nicht nur Latte, da sind so Schattierungen. Schattierungen, ja, genau. Schönes Wort, ne? Prismen. Oh, Also so, das wird weißt ja du, was immer ich besser. meine? Hoi, hier haben wir wieder den Stern. Wenn man so schaukeln. So, aber irgendwie toll, ne? Wenn du dieses Stück hier so ausschneidest. So, Ja, und aber da dann musst du auch irgendwas- schon was zu haben. Ja, wenn du jetzt irgendwie wie so ein Anhänger mit Gold embossed so. Mhm. Und hier haben wir, das ist so Sternhintergrund. So, das ist so wie früher das Fernsehen, ne? Wenn du zu dicht rangegangen bist. Ja. So diese Pixel. So. Ja. Und hier so eine Holzmaserung. Schick. So. Richtig schick. Ja. Ach, Diesen Boden, diesen Fußboden. Ja. So, nennt man das nicht so Fischgrätenmuster? Ja, das ist, wenn das so versetzt ist. Ja, dann, ne? So, auch in Latte. Und noch einmal diagonale Streifen. Schön. Das ist das neue Papier. Wahnsinn, da ist bestimmt was bei. Ja. Baut jetzt auch alles so aufeinander auf. Das finde ich toll. So, womit wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, mach da mal mit weiter. Ja, Cool. ein Stempel. Richtig cool. Möwen, lustige Möwen haben wir. Es heißt Wasserplanschmöwen und so lustig. Hier da, diese Schnecke. Ist das eine Schnecke oder Ich glaube, ist das ein Fisch? eine Nuschel, oder? Eine Muschel, meine Eine ich Muschel und hier mit den Augen Ja, so ja. lustig. Auch. Genau. Und alle so lustig hier, ne? Ja. Noch Ich finde ein ihn paar hier geil. Ja, kannst du auch wieder toll kolorieren. Ja. Hier in so einem weiß-blau oder weiß-rot gestreiften Schön maritim. ja, Ja, toll. Badeanzug oder kannst du auch Latzhose. Und hier Blubberblasen. Richtig toll. Und hier schwimmt er. Ja, Sitzt da im Schwimmring. Schwimmreifen. aber das ist wirklich süß, ne? Richtig toll, ja. Ja. Mhm. So. Dann machen wir weiter. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier haben wir noch einmal ein Stempelset. Genau. Das ist auch geburtstagsmäßig. Kleine Glücklichmacher. Auch die gehen immer, ne? Die gehen immer. Genau. Kleine Einladung, Hier, mit das find Liebe ich- ausgesucht. Das finde ich auch toll. Ein Hoch Ein auf Hoch dich. auf dich. Ja. Süße Pause. Ohne Moos nichts Nix los. los. Ja, Das ist stimmt. auch schön, wenn man Geld schenkt oder so. Ja, genau. Glücklichmacher. Kaffeekuss. Käffchen. Ja. Du Kann bist man- toll. Happy Birthday. Auch Fisches. eine Einladung vermachen, ne?
Und was ich auch toll finde, den Cupcake, ne? Ja. Ich finde, den kann man immer noch mal so in der Ecke. Ich mache gerne auf dem Umschlag vorne dann immer noch so eine Kleinigkeit drauf. Ja. Da kann man sowas schön nehmen. Oder hier ein Stück Torte, hier sogar ein Burger ist hier. Ja. Auch nicht schlecht. Kleine Glücklichmacher. Ja. Auch schönes Set. Auch schön. Genau. Dann haben wir hier noch, wo wir gerade ja so bei Geburtstag sind, hier hat Carmen wieder was ganz Tolles gebastelt. Das zeigen wir euch gleich. Eine Stanze. Herzlichen Glückwunsch. Hier mit dem Herz. Herzlichen Glückwunsch. Ganz schlicht und einfach. Ja, mit so echt. Herzchen. Und das ist ja wieder so eine ganz figelinsche Karte. Wir mussten das schon eben einmal ausprobieren, damit wir die auch wieder zusammenziehen. Und haben gehofft, dass wir es auch wieder zusammenkriegen. Ja, das ist hier so, da müssen wir eigentlich von Carmen auch die Anleitung noch kriegen. Ne? Ja. Das ist so eine coole Sache. Ja. Das ist praktisch wie ein Umschlag gleich mit. So, jetzt probieren wir das mal. Also es ist eigentlich ja nur Falzen. Nur. Naja, gewusst wie, ne? Ja, so, genau. So. Ja. Und jetzt muss man die Ecken denn hier wieder reinstecken. Und da. Hier habe ich irgendwie. Verdammt, es geht schon wieder los. Da. Nein, Genau. So. Wir haben es hingekriegt. Ja. Und wir sind uns noch nicht ganz einig, ob das jetzt wieder embossed ist oder was sie da gemacht hat. Ja. Ja, muss aber schon fast. Ja, Richtig schick. toll. Schlicht, Richtig einfach, schick. aber toll. Ne? Und eben diese Karte, die finde ich auch richtig toll. Carmen? Super gemacht. Ja. Wo holst du immer die Ideen her? Ja. Wo wir gerade bei Ideen sind, das finde ich den absoluten Knüller hier. Ja. Hier haben wir eine Stanze. Hier kann man, finde ich, da muss man erstmal überlegen, weil dieses spiegelverkehrte Lesen ist ja nicht so einfach. Hier haben wir aber frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Cool. So. Ja. Und finde ich schön, dass das auch so zusammen, ne? Dann brauchst du nicht noch extra und das ist alles zusammen. So, und jetzt guckt euch das mal an. Schwarz und dann so mit Pink. Und dann hat sie so wo muss ich hin? Ein Heidekranz in der Mitte. Ist das nicht cool? Also das finde ich richtig toll. Was ist da überhaupt drin? Haben wir da schon mal reingeguckt? Warte mal. Hä? Also das. Naja, es sind das sind Magnete. Oh nein. Oh, das wird ja immer besser. Oh, Carmen, ey. Ja. Oh, und die Farben sind ja wohl auch der Knüller, ne? Ja. So, unser Animal Dots. Und Kannst dann du schön Reste mit können wir jetzt auch aufbrauchen. die Stanze dazu gleich mal zeigen. Hier haben wir wieder diese kleine Stanze, die haben wir ja schon in mehreren Ausführungen. Animal Dots Anhänger gewellt. Ne? Ja, weil wir hatten sie ja auch schon glatt und auch mit Stitchrand und ohne. So, und oh, die sind ja wohl ein Träumchen. Ja, Ne? Wahnsinn. Ja. Alleine auch schon dieser Verschluss hier, ne? Also, Carmen. Und ja, also mit der Heide, das finde ich wirklich toll. Ja. Ja, das war das. Puh. Dann machen wir herzlich weiter. Herzlich weiter. Herzlich weiter machen wir. Hier, Da kannst du ganz viel mit. ja, oder? Ja, Die hatten wir ja schon als Sterne. genau. So, die sehen so toll aus. So ganz fein, filigran, aber auch ganz edel. Hast du die So. Sterne? Ich glaube noch nicht. Oh, was ich noch alles will. Ganz schlimm. Ja. So, Schlimm. ja. Hier haben wir den Stempel, 3 Herzen. Finde ich auch süß, dass noch so ein kleines Herz hier jeweils Ja, drin auf jeden ist. Fall. So kann man auch schön Anhänger mitmachen, Stanzen dazu. Kannst du einmal als Outline, Ja. ne? Und dann kannst du sie einmal so als Anhängerherzen. Dass du das Gestempelte dann aus. Aber das ist ganz schön figelinsch, ne? Aber also ich finde Willst du das Herzen, hinkriegen? Nee, das ist so. also das würde ich nicht stempeln, also die nur einfach so ausstanzen. Ja. Mhm, genau. Und guck mal, kann man auch ein Blatt draus machen, so, ne? Wenn ich das jetzt so Habe ich auch sehe, gedacht hier so. könnte da auch, weil hier bei dem Herz ist so ein kleiner Chip, Ja. so ein Ja, Schisslerweng. ja, genau. So. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, das sind Blätter. Ich musste auch gucken. Also kann man auch als Blätter benutzen. Ja, also neutral. Ja. So, dann haben wir, was hast du denn da drüben noch? Dann habe ich noch ein Bundle. Aber das ist ein bisschen durcheinander. Wollen wir jetzt bei Weihnachten bleiben?
Ja, dann machen wir doch Weihnachten. Wir machen noch mal Weihnachten. So. Ein Bundle. Oh. So, guck mal eben, bin ich im Bild? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich hole euch mal ein bisschen dichter ran. Dichter ran, so. Weil das sind so viele Kleinigkeiten. Ja, aber das ist ja richtig toll. Ich finde die das Kugeln ist wieder toll. eins, was man haben muss. Ich finde hier den Schneemann total süß. Ja, die kleinen Kugeln, Weißt die du, hängen wenn ja du, schon. Genau, wenn du das jetzt nicht unbedingt sondern einfach nur stempelst, dann kannst du die Kugeln hier so runterhängen lassen. Ja. Und was haben wir dazu? Natürlich die passenden Stanzen. Und hier mit den Stiefelchen hier. Ja, guck mal. süß, oder? Ja. Was steht denn da so drauf? Weihnachtszauber, frohe Weihnachten, frohes Weihnachtsfest, magische Weihnachten, Musik, Magie und Lichterglanz. Ein Fest voller Lichterglanz und Zauber. Hier frohe Weihnachten ist auch ganz toll, so groß in Schreibschrift und dann Weihnachten da und. Oder hier für Bordüren hier, auch ganz süß. Ja. So, und hier haben wir magische Weihnachten voller Liebe, Wärme und funkelnder Momente. Genau. So, schön. hier ist noch ein kleiner Kamin und eine Schneekugel. Da kannst du wieder Kränze mitmachen. Ja, die kleinen. Nussknacker. Ja. Und passt eben auch die immer. Stanzen dazu. Ja. Ganz tolles Set. Weihnachts-Icons. Weil du heißt eben das. gerade gesagt hast, Bordüren, ne? Ja, Finde ich, Oh. kann man da ja auch noch mal rein Ja. stempeln, oder? ja. Wenn es nicht, aber eigentlich ist der ja schlicht. Der Tannenbaum fällt da ja raus, Ja, richtig? ja. Ja, wäre das zu unruhig, wenn man das da noch mit reinstempeln würde? Was meinst du? Man kann ja zwei. Man kann ja das Muster hier reinstempeln Ja. und dann noch einen Spruch, also einen kleinen, einen schlichten mit einem Spruch Ja. und dann Tüdelwand durch und irgendwo ranhängen. Da würden sich diese ja Ja. auch für anbieten. Genau. So, also auch total süß. Musste ich jetzt mal eben so reinschmeißen. Lange Text, Winterzeit. Ja, siehst du. So, noch ein Stern dabei. Und was Und ich so wieder kleine- toll finde, dass du das matten kannst, ne? Ja, Toll. Aber der Stern, was macht man damit? den kannst du da ja auch mit draufsetzen. Okay. Ja, Ja, okay. den könntest du zum Beispiel auch hier oben mittig und das Tüdelband da durchziehen. Geht ja auch. Geht auch. So, Weihnachten. Da haben wir noch was ganz Tolles. Hier haben wir noch Stanzen. Also ist nicht nur Weihnachten. Ich finde, das betrifft ein das kannst du das ganze Jahr. So, das heißt großer Kranzbausatz. Ja, Also man hat so Äste, hier sind sogar so Beeren, Beeren. Blümchen. Was sind das? Himbeeren oder Ja, würde ich mal Himbeeren? sagen. Ja. Nee, Klee ist es nicht. Das sind Blumen auf jeden Fall. Das hat ja schon so ein Kornblumen. bisschen was von Rose, so, ne? Ja, Und das sieht so ein bisschen nach Kamille aus, finde ich. Margarite. Oder Margarite. genau. So. Hätte ich jetzt so. Auf jeden Fall hat Carmen da wieder eine Schachtel zugebastelt und hat da einen großen Kranz draus gemacht. Ja. Ein bisschen drauf embossed mit Gold. Spruch in der Mitte. Ich glaube, sind Coliro, oder? Also ich hätte fast gesagt, das hat sie mit Coliro angemalt. Das könnte auch sein. Ja, Ja. es ist nicht dick genug zum Embossen. Da hast du Nein. recht. Das ist Coliro. Mhm. So, Ja, schick. toll, oder? Ja. Ist das gefüllt? Was ist das? Ist das gefüllt? Guck mal rein, die Schachtel. Nö. Nö. Ach, da hätte Och, sie ja jetzt Carmen. so ein Leckerchen rein. Genau, Ne? für uns. Ein bisschen Schokolade. So Oder während eine wir, Rittersport, eine größere. Oder? ach, guck mal. Hat sie Ja. sich noch ein paar Notizen gemacht. So, Ja. wo wir gerade so eine schöne Schachtel haben. Ich habe hier noch eine ganz tolle. Sie aus Kraftpapier. Kraftpapier geht immer. Oh, und die ist so stabil. Also da kann man, ich weiß nicht, was du da alles reintun kannst. So. Weißt du was? Und- Ich glaube, wir müssen den Deckel Ja, ich abziehen. glaube auch, dass da kommt das noch ist noch was. eine Überraschungsbox, Ja, dann mach mal. oder? Zieh mal den Deckel ab. Und außerdem ist da noch ein anderes Papier drunter. Hast du das gesehen? Ja, ja, das sieht man ja an der Seite schon. Oh. Ist das nicht diese Stiftebox? Wirklich? Wie war sie den Deckel hier
Da ist dieser Prägefolder, ich glaube, den hatten wir letzte Woche mit dem Schleifenband. Ja. Hier hat sie denn über schöne Adventszeit. Guck mal, da kannst du 1. Advent, 2. Advent, 3. Advent, 4. Advent, kannst du für jeden Adventssonntag was reintun. Hier haben wir wieder die Stanze mit den, wo hatten wir sie, mit den kleinen... Hast du doch da eben mit bei gehabt. Ja, mit den kleinen Animal Dots hier als Anhänger. Die finde ich zu schön. Ne? Ja. So, guck mal, da denn noch ein Stern bei. Und Carmen mischt auch immer das Band zusammen. So toll. Ja. Ne? Das macht so viel aus. Ne? Ein schönes Tüdelband und dann nochmal so eine Kontrastfarbe dabei. Ja. So, also nicht immer nur dazu passend, sondern einmal noch so ein Bang dabei. Und das ist doch, ist das ein alter Hintergrundstempel, was sie hier drauf hat? Das könnte doch sogar. Wo haben wir jetzt das mit dem Kranz? Nee, wir hatten doch schon eben irgendwo hier so Äste. Guck mal. Ah, okay. So, da könnte man, der ist jetzt gerade mal nicht dabei, aber da könnte man ja hier auch diese kleinen Äste, hier oder Ilex, so nehmen. Ja. So, und sich das selber stempeln. Ich glaube, dies ist nicht gestempelt, sondern das war ein fertiges Mal. Ich würde auch sagen, Designpapier. So, und diese schöne Adventszeit, das hat sie wieder embossed. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist bei diesem tollen Set dabei. Hier haben wir so Rahmen mit Herzchen und Stern. Ja. Und dann haben wir Ho, 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 frohe Weihnachten, Merry Christmas, frohes neues Jahr, schöne Adventszeit, Weihnachtspost. Ja. Das heißt, feine Anhänger, Ho, Ho, Ho. Ja. Also da passt aber auch wirklich eine Menge rein. Wie perfekt das so zusammenpasst. Ja, cool. Und mega stabil. Naja, du hast von außen den Karton, von innen dennoch. Ja. Das ist schon richtig was Stabiles. Möchte ich haben. Ja. Dann haben wir noch, wo wir gerade bei Weihnachten noch sind, haben wir hier noch ein ganz tolles Stempelset mit einem Schneemann. Also das ist wieder so ein ganzer Kartenfüller, finde ich. Ne? Frohe Weihnachten, ich wünsche dir ruhige Momente, die dir gut tun, liebe Menschen an deiner Seite, Lichter, die dir den Alltag ein wenig heller machen, Plätzchen, die gelingen, Zeit für dich und für das, was wirklich zählt. Oh, das spiegelt hier so mit dem Licht. Einen klaren Kopf und ein warmes Herz. Und ganz viel innere Gemütlichkeit. Hab schöne Feiertage mit Liebe und einem dicken Wintergruß. Och, ist das süß. Schön. So. Das sind einfach nur schöne Wörter. Kartentext Weihnachtsgrüße heißt das. Ja. Und da hat Carmen eine Karte zugemacht, so embossed. Aber die ist fertig, ne? Ja. Einfach vorne drauf. Und man hat alles wieder ein bisschen Tüdel. Und fertig ist die Karte. Da kann man mit der Massenproduktion gehen. Auf jeden Fall. Richtig schön. Sehr schön. So, was hast du da hier noch? Wir haben wieder ein Bundle. Ist das süß. Emma Pünktchen, ja. Ich finde, wenn man schon sieht, Emma Pünktchen ist das Erste, was kommt, süß, oder? Ja. Es heißt Goldherz. Ja, Goldherz. Das passt auch. Was ist das, ein Häschen? Ja, würde ich sagen, oder? Du bist mein Goldherz. Ja. Eine dicke Umarmung nur für dich. Und hier, das finde ich auch toll. Da kannst du auch irgendwas Kleines noch reinstempeln, denn genau. Hier auch mit dem Herz und kleine Herzchen. Und hier haben wir, ich wünsche dir einen Regenbogen für jeden Tag. Oh, wie süß, oder? Ja, schön. Kannst du auch toll zur Taufe, auf jeden zur Fall. Geburt. Ja, zur Taufe finde ich das richtig gut. Ja. Und passende Stanzen dazu. Das finde ich auch immer sehr schön. Guck mal, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das nun hier für einen Spruch ist, hättest du auch sagen können, es ist eine Kuchenrolle, ne? Ja. Na gut, hier ein bisschen schief. Da hast du recht. Ja, das. Ja. Und dann kommen wir auch schon fast zum Ende, ne? Ja. Oder nicht nur fast. Eine haben wir noch, einen haben wir noch, genau. Nee, gar nicht. Zwei haben wir noch. So, hier haben wir noch mal so Tags. Stanzen. Die finde ich mega. Label-Tickets. Da hat Carmen auch wieder gebastelt. Wieder mit der Heide. Richtig toll. Und wieder dieses Figelinsche. So.
Das sieht wirklich knick, knick, knick. So. Ganz einfach. Ja. Naja, gewusst wie, ne? So, 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 so. Oh. Jetzt randalierst du aber. Ja, oh, gut, Heide. Das ist hier Konfetti. Ja, genau. Konfetti. Schönes Konfetti. Richtig süß. Und dann haben wir hier noch diese Lochrandverstärker wieder. Haben wir hier noch mit Blümchen und Blättern. Die Dinger sind toll, oder? Die sind toll. Die sehen so nach nichts aus, aber das macht so viel aus, wenn man das mit einer anderen Farbe... Ja. Blumen und Blätter heißt es auch. Ja, guck. Ja. Ja, sehr schön. So, und jetzt wird es noch mal ein wenig weihnachtlich. Jetzt kommen noch mal ein paar Pferde daher gehoppelt. Noch ein paar Dala-Pferde. Hier haben wir ein Präge- und Embossing-Folder. So, den haben wir auch einmal hier ausgestanzt. Toll. Als kleines Kärtchen oder so. Könnt ihr die Prägung da sehen? Ich wackel mal so ein bisschen. Oh, man muss immer andersrum denken. Ich wackel mal so hin und her. Ja, und das ist dann auch wie so eine kleine Karte hier. Kann man denn machen. Finde ich auch toll als Anhänger. So, ja. Ne? Oder, weil du kannst es auch irgendwo raufsetzen. Ja. Guck mal, Carmen hat das hier oben offen gelassen. Kannst es irgendwo raufsetzen. Hier hat sie ein kleines Geschenkesackerl gebastelt und das Pferdchen hier so oben als Anhänger reingemacht. Ja. Auch total süß, ne? Ja. Schön. Und hier haben wir noch ein Dala-Pferd. Wir haben ja von diesen Stanzen schon mehr, auch diese Maritim-Geschichten gehabt, damit Segelboot und so weiter, wo man das schön Klötzchen... Tannenbaum, Stern, so. Häuser. Ja, genau. Ganz viel. So, und das kann man eben machen mit diesen Klötzchen und so weiter. Und es ist der Tütengriff-Dala-Pferd. So. Toll. Ist auch witzig, ne? Ja, richtig schick. Ja, damit sind wir durch. Das war jetzt aber auch wieder schöne Menge, Sachen. Ne? Schöne Sachen. Ja, wir zeigen euch noch mal alles einmal so, schmeißen das Carmen hier mal hat wieder tolle Ideen gehabt. Ja. Oh. Schläft die auch nachts? Oder rattert das immer nur? Naja, sie muss ja schlafen. Sie muss ja träumen, was sie bastelt. Ne? Obwohl ich finde, manchmal siehst du ein Stempelset oder eine Stanze und weißt sofort, was du damit machen kannst. Genau. So, und dann gibt es denn so Sachen, wo ich denke, nee, das ist nicht so deins. Und dann sehe ich da irgendwas Gebasteltes mit. Ja, und dann muss es doch mit. Jetzt kannst du es doch wieder gebrauchen. Ja, hier, das finde ich auch schön. Hier so diesen. Ja, und hier. Das war ja wohl auch. Das war Hammer. Ob sie merkt, wenn da 3 fehlen? Das merkt die nicht. Ich glaube nicht. Ja, unser Papier. Ach, hier haben wir noch das. Den finde ich allerdings auch richtig toll hier. Ja. Ne? Die Stanze. So, kannst du auch die wieder sind auch alles. Immer gut angekommen. Ja. Ne? Die sind immer gut angekommen. So. Und du kannst ja auch herzlichen Glückwunsch und dann hier unter. Zur Taufe, zum Geburtstag, zum Hochzeitstag. Ja, für alles. Alles Mögliche. Richtig schön. Genau. Ja, und das tolle Papier. Und das willst du jetzt aber nicht da oben raufhauen. Nein, ich lege das so dezent an die Seite. So. Hier, die schönen Hirschköpfe. So, könnt ihr nochmal Hirsche. Ja, Hirschköpfe. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja, genau. Schönes Wochenende und mit schönem Wetter. Ja. Nicht ganz so verregnet. Viel Zeit zum Basteln. Genau. Ne, das finde ich, muss man auch immer haben. Ja. So. Und Kerzenschein, Tee. Dominosteine. Passt zu Tee. Dann ist alles gut. So, wir wünschen euch was. Tschüss. Tschüss.